Für dieses Video habe ich wieder 2 Tage zusammengefasst, und zwar quasi den 13. und 14. Reisetag. Das wäre dann der 9. und der 10. August gewesen. Am 9. sind wir ins Land gestartet, haben dann Halt gemacht, uns eine Salzmine tatsächlich angeguckt und sind dann abends nach einem ziemlich matschigen und verregneten Tag in irgendeinem Tal in so einer ganz super schönen Pension angekommen. Da habe ich noch ein paar kurze Videos und ein paar Bilder dazu. Und sind dann am 10. August weitergefahren nach Brașov, haben eingecheckt und ja, dann bin ich noch ein bisschen rumgelaufen und habe noch ein paar Bilder gemacht. Heißt, ihr seht heute normale Videos, Videos mit dem Smartphone und jede Menge Fotos. Viel Spaß dabei. Der Tag war wettertechnisch nicht unbedingt der schönste. Es war recht kalt, sehr windig. Es hat sehr oft genieselt oder auch geregnet dann. Für ein paar Bilder und Videoaufnahmen war es super. Ich habe nachher so ein bisschen, naja, ich will nicht sagen Timelapse, aber ganz nette Aufnahmen noch gemacht. Allerdings war der Untergrund, wie man hier auch schon sieht, sehr erdig mit Steinen drin, was die eine oder andere Stelle unglaublich glatt gemacht hat. Und wenn wir nachher oben vom Berg wieder runterfahren, wir sind den Tag auf, ich weiß gar nicht, 1600 Meter irgendwas hoch gewesen, da ist die Strecke mit so einem Straßenhobel nochmal glatt gemacht worden und ich weiß nicht, verdichtet oder Erde aufgeschüttet. Also das war einfach der absolute Wahnsinn. Wir sind dann auch wirklich, ich weiß nicht, es war gar nicht lang, vielleicht 2 Kilometer. Aber wir sind tatsächlich einfach nur noch gerutscht. Wir haben einen Gang drin gehabt und haben mit blockiertem Hinterrad und ganz vorsichtig dosierter Vorderradbremse versucht, ja, einfach nur nicht zu schnell zu werden und wieder ins Tal runterzukommen. Also das war eine absolute Katastrophe eigentlich. Hinterher natürlich immer ganz witzig in dem Moment und ich weiß nicht, wie Sven sich so gefühlt hat, aber ich denke, so richtig happy war er damit auch nicht. Und so waren wir dann froh, als wir dann abends auch immer noch in diese Regen die vorhin schon angekündigte Person gefunden haben und ja, dass der Tag einfach rum war. Ich hoffe, man hört es trotz Wind und Helm. Ging es lang. Also von der Rücken. Jetzt war bei megamäßigem Sturm und irgendwie gefühlt 10 Grad Loch. Nein. Bis später oder auch nicht. Hier oben haben wir dann nicht allzu lange Pause gemacht, einfach weil das Wetter katastrophal war. Also es war, ja, wie man unschwer hört, unglaublich windig. Wir haben so Sprühregen gehabt, es war kalt. Aufgrund der Erfahrung, die wir bis jetzt mit der Strecke gemacht haben, sind wir davon ausgegangen, auch bei dem Wetter, dass es halt vielleicht schlauer ist, weiterzufahren und nicht allzu lange Pause zu machen. Nichtsdestotrotz haben wir hier auf dem Kamm eine super Sicht gehabt, so in die Wolken rein. Also wir waren über der Wolkengrenze, aber der Wind hat das eigentlich schön stellenweise so weggedrückt, dass wir noch weit gucken konnten und dann sehen konnten, wie es irgendwo anders die ganze Wolken rübergedrückt hat. Das hat sich dann ein bisschen gegeben.
Wir sind aus den Wolken raus, wir waren dann wieder tiefer. Es war trotzdem immer noch alles nass, aber zumindest hatten wir super Sicht und richtig schöne Wolken am Himmel dann. Leider immer noch zu kalt. Nachdem da oben dann also ziemlich alles nass geworden ist, also einmal durch die Wolken und dann natürlich durch den Nieselregen, die wir hatten, ging es dann auch relativ zügig wieder runter. Man sieht hier schon, dass es unglaublich schlammig, die Reifen waren sehr schnell wieder dicht und wir haben eigentlich jedes Stückchen genutzt, wo ein bisschen steiniger Untergrund dann zu finden war, die Reifen wieder freizukriegen, also einfach mal Gas zu geben. Ja, der Weg hier ist frisch, ich weiß nicht, wie sagt man, abgehobelt oder so, keine Ahnung.
dementsprechend noch glatter, als es eigentlich hätte sein müssen. Da hinten bellen schon wieder die Köter, die werden wahrscheinlich gleich wieder angerannt kommen. Hier gibt es so riesen Hirtenhunde, aber die machen meistens nichts. Okay, manchmal beißen sie. Ansonsten sind wir gerade, keine Ahnung, 1500 Meter Höhe und haben dieses wunderschöne Überbleibsel gefunden. Und da hinten die Berge in den Regenwolken. Es nieselt. Foto kommt gleich. Ja, wie man gesehen hat, haben wir uns zu früh gefreut. Es ging auch gleich wieder bergauf, nachdem wir die ein oder andere verwirrte Kuh passiert hatten, die nicht ganz wusste, wo sie hin wollte oder sollte. Und wir sind wieder zurückgefahren nach oben durch diese Wolken durch. Es wurde wieder richtig schlammig. Teilweise lag Schotter rum, dann ging's. Teilweise war so ganz frisch angespülter Schlamm da. Da ging wieder eigentlich gar nichts, außer einfach durchrutschen irgendwie. Und ja, das war im Prinzip auch nur die Vorbereitung auf das, was dann erst noch kommen sollte. Bei all der Kälte und dem Wind und der ganzen Feuchtigkeit, ich glaube, über das Panorama können wir uns überhaupt nicht beschweren. Aussichten haben wir den Tag gehabt. Das war einfach super.
ja, hier was dann passiert, ist so ein bisschen wie bei der Achterbahn, wenn man erst mit dem Wagen hochgezogen wird und dann geht es einfach nur noch runter. Man sieht es an den Bäumen rechts und links, mega steil. Der Untergrund ist richtig glatt, also glatt gehobelt oder verdichtet und durch den Regen halt unglaublich schlammig gewesen. Und wir sind, ja, Hinterrad irgendwann blockiert, also Motor aus, ersten Gang rein, haben das Hinterrad blockieren lassen und sind dann halt, habe ich glaube ich schon mal gesagt, nur noch mit der Vorderbremse so runter, dass wir halt nicht zu schnell geworden sind. Also wir haben 400 Meter. Geradeaus ist ein Waldweg, ne? Naja, ist halt die Frage, wo es hingeht. Also wir müssen nach so. Wir fahren da runter in das Tal. Und dann so wieder raus. Dein Eis ist nahezu auch komplett dicht. Meiner ist nicht. Die Kamera läuft und wir rutschen los. Geht? Gut. Hier kommt gleich wieder etwas flacher. Soll ich dir mal was erzählen? Hier ist eine Motorradspur mit deinem Reifen. Einmal quer rüber. Ja, da ist tatsächlich einer mit einem Dunlop Trail Max Raid lang gefahren, vermutlich auch runter. Sieht man hier so ganz direkt vor dem Motorrad, geht so quer über diesem aufgeworfenen Hügel da in der Mitte. Allerdings hat man es dann selber in der Fahrspur nicht mehr gesehen, also da scheinen dann auch schon wieder 2, 3 Autos drüber gefahren zu sein. Soll man nicht glauben, aber hier sind tatsächlich Autos hoch und runter, meistens glaube ich so diese Traktoren. So, wir machen jetzt hier eine Kombination aus erster Gang und Kupplung schleifen lassen oder dann halt auch blockieren, so wie jetzt. Dann wird es ein bisschen rutschig hinten. Also, oder man bleibt irgendwann stehen, wenn ein Steinchen kommt. Und den Rest muss die Vorderbremse schaffen. Die Reifen sind zwar zugesetzt, aber unter dem Schlamm sind genug Steine, dass man irgendwann immer wieder irgendwie Grip findet. Dann haben wir jetzt trotzdem beide Füße auf dem Boden, weil bei der KTM halt, falls die wegrutscht, mit ein paar Kilo mehr als meine hier, dass uns die Koffer nicht runterhaut. Und bei dem Schlamm die Maschine wieder aufstellen, macht halt auch keinen Spaß. Deshalb nochmal sicher. Und ja, man könnte auch den Motor laufen lassen und die Kupplung ziehen und mit ersten Gang Getriebebremse, aber den Schlauberger, dann fahre ich mit 1200 Umdrehungen Leerlaufdrehzahl und das ist jetzt zu schnell, weil damit komme ich hier nicht mehr zu. Und wie man sieht, haben wir noch ein Stück. Ich habe übrigens, bevor wir heute ins Gelände gefahren sind, heute mit dem Hochdruckreiniger mein Motorrad etwas gereinigt, weil der Kühlakku nicht zugesetzt war. Jo, mache ich dann wohl nochmal. Ah, und Krampf. Ist gut. Ne, alles gut, alles gut. Ich bin nur rechts weggerutscht und dann eingesunken und dann hatte ich ganz kurz einen Krampf im Oberschenkel. Ah.
herrlich. Du kannst noch warten, dann komme ich gleich wieder hoch. Sven hat gesagt, das ist der große böse Bruder der Sommerrodebrand. Und so ging es dann einfach weiter. Irgendwie sah es nach jedem oder vor jeder Kurve so aus, als ob es danach besser werden würde. Und wenn man dann an der Kurve war und rumgeguckt hat, war es nicht besser, sondern eigentlich meistens schlechter. Zum Schluss wurde es dann nochmal richtig steil. Also das Ding hier war der Hammer. Also ich glaube, hochfahren wäre jetzt vielleicht sogar einfacher gewesen, weil man sich dann einfach, wie soll ich sagen, schneller bewegen kann, das Ganze ein bisschen stabiler ist. Aber runter, hier links, wir fahren oder ja, wir werden durch so eine Spurrinne im Prinzip geleitet. Rechts sieht es jetzt auf der Kamera zwar besser aus, aber tatsächlich ist das so nach rechts abschüssig. Wir haben das mal probiert und man rutscht dann direkt in diese ausgewaschene Rinne rein. Was soll ich Und sagen? ja, Das hört da geht nicht gar auf. nichts mehr. Also da hat man null Grip, keine Chance. Also links hier, das war schon tatsächlich die bessere Wahl, auch wenn es nicht so aussieht. Keine Ahnung, ob man ab und zu mal dieses schmatzende Geräusch hört. Das ist die Konsistenz des Bodens. Meine Stiefel haben jetzt irgendwie gefühlt 5 Kilo mehr Gewicht. Ich sehe ein Ende! Ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat. Irgendwer hat gesagt, fahrt nach Rumänien, fahrt fett. Im Sommer, schönes Wetter, kein Regen. Ich stehe in der Büsche. Jetzt muss ich tatsächlich auch den Motor machen. Wie ich es hasse. Man hat hier gefühlt irgendwie gar keinen Grip, null. Wenn das Bild gleich um 90 Grad dreht, fällt das Motorrad um. Ist es um. Sven hat gesagt, ich soll laufen lassen. Aber dazu fehlt mir das Vertrauen in die Haftung. Der Reifen. Und ausrollen schwierig, ohne Bremse und ohne Lenken. Irgendwann war dann auch diese ganze Rutschpartie zu Ende. Wir waren unten. Nichtsdestotrotz, wie man hier sieht, hat das Ganze mit dem Schlamm überhaupt gar nicht nachgelassen. Und ja, es ging dann nur noch moderat mal ein Stückchen runter, da vorne, wo man jetzt die Kante sieht im Hang. Aber ansonsten waren wir eigentlich hier aus dem Gröbsten schon raus. So, letztes Stück ohne Übermut. Links oder rechts vorbei? Also ich würde jetzt ich bleibe hier auf dem Weg, aber ich gehe gleich rüber die linke Spur. Oh, erstaunlich griffig. Einigermaßen. Ich will auch tiefer sitzen und mit den Beinen bis auf den Boden kommen. Ungefähr.
Ja, wie man sieht, wir haben es beide überlebt und geschafft. Wir sind unten im Tal. Der Weg wurde wesentlich steiniger, also griffiger. Es war nicht mehr alles so nass und wir konnten dann nochmal richtig Meter machen, nachdem wir bei der Abfahrt ordentlich Zeit verloren haben. Wir sind dann im Prinzip bis ans Ende des Tals gefahren. Da kamen dann noch, glaube ein oder zwei Campingplätze, wo richtig was los war. Sah aus wie so Kinderferienlager oder was? Oder Jugend. Nee, wie heißt das hier? Pfadfinder. Genau, Pfadfinder-Treffen oder so. Ähm, Haben dann nochmal angehalten, als wir die erste asphaltierte Straße getroffen haben und einfach nur geschaut, wo die nächste Unterkunft ist. Wir wussten, dass wir den Tag drauf nach Brașov wollen und da auch ein bisschen Zeit verbringen wollen, um uns die Stadt anzugucken. Aber wir haben halt auch gesehen, dass wir es jetzt nicht mehr schaffen bis Brașov. Ja, was wir dann gefunden haben, war richtig super. Seht ihr gleich ein echt nur empfehlenswerte Pension. Kann man nicht anders sagen. Ich habe heute früh mein Moped gereinigt. So ein bisschen mit Hochdruck und so. Also Hochdruckreiniger. Und danach sind wir durch Schlamm gefahren. Und zwar monströsesten Schlamm. Man sieht es so ein bisschen da. Also eigentlich kann man da reingucken. Da hängen jetzt halt ein paar Brocken rum. Den Rest haben wir durch die Fahrt, durch ein paar Pfützen auf dem Weg hierher schon wieder einigermaßen wegbekommen. Aber alles in allem würde ich sagen, jo, ich müsste es nochmal irgendwie ein bisschen reinigen. Das hier übrigens, das ist Elchi oder Elch, wie auch immer. Eigentlich soll der so sitzen, aber der verabschiedet sich immer so ein bisschen, weil ich kann mir ja kein richtiges Moped leisten. Ich habe nur einen so einen Zylinder drin. Das ist das Ding da, das große. Und das wackelt immer alles so ein bisschen und dann macht das Krach und dann verabschiedet es sich. Das ist übrigens meine Bremse. Also nochmal, irgendwie spinnt WhatsApp. Das ist meine Bremse, dreckig. Das da ist auch alles Dreck. Überall. Das ist das zweite Motorrad. Das ist so ein ganz modernes Ding, so mit 2 Zylindern und lauter so einem Scheiß. Braucht eigentlich kein Mensch. Und das sieht irgendwie auch nicht sauber aus. Das ist ein Zylinder. Und weil das Ding die Österreicher gebaut haben, ist der andere Zylinder da vorne irgendwo. Das ist voll komisch. Macht kein Mensch sowas. Hört sich auch an wie so ein Sack Schrauben. Aber naja, bis jetzt fährt's. Ist auch dreckig, überall. Da. Aber geht noch. Ich muss jetzt zum Essen. Ich bin doch noch nicht beim Essen. Also da sind wir gerade. Nummer 510 mit Blumen und so. Und das ist das Drumherum. Da steht irgendwas. Ungarisch. Kann ich nicht. Da hinten geht es über so eine Brücke noch. Die Brücke führt da drüber. Das heißt, wir haben heute Abend ein bisschen Sound. Vielleicht gibt es ja auch Bären, das weiß ich nicht. Und das hier ist quasi jetzt direkt hinterm Haus. Ist mitten in so einem Talkessel. Hier ist einfach nur Wald drumherum. Berge. Noch mehr Wald, noch mehr Berge. Da ist eine Sauna drin. Whirlpool gibt es auch. So eine Hütte kann man auch mieten. Ja, eine Runde rum. Ducken. Nein! Kette gebrochen. Also wir sind jetzt nach viel Schlamm, Berg hoch, Berg runter, Regen und so weiter in einer kleinen Pension untergekommen. In einem Dorf, dessen Namen ich jetzt wieder vergessen habe. Nicht darauf achten, was hier so alles rumhängt. Das sind unsere Klamotten. Ansonsten ist das Zimmer voll genial. Ich muss nachher noch den Außenbereich abfilmen. Weil das sind alte... Oh, warte, ich gehe kurz aus dem Bild. Da ist Sammler alte Uhren und so. Ja, sorry, wir sind gerade dabei, dass wir in die Dusche wollen. Also einer ist schon. Hier so ein altes Bett. 2 komische Bilder, 3, 4, wie auch immer.
leider, und das ist jetzt das Negative an der Sache, ist das der einzige Raum, den wir haben. Und der andere Typ, der dabei ist, der schnarcht und redet im Schlaf und macht lauter komische Dinge. Ich hoffe mal, ich überlebe das. Jetzt muss ich noch mal kurz weg. So, Spiegel, Schrank, Tisch, Handtücher, Bild. Da ist das Bad, zeige ich euch nicht. Da ist der andere komische Typ drin. Hier gibt es noch so ein Schränkchen und einen Ofen. Außenbereich folgt. Roomtour zweiter Teil. Wir fangen an mit dem modernsten. Dann kommt das zweitmodernste. Dann kommt, keine Ahnung, Holzschnitzerei. Bücher. Noch mehr Bücher. Noch ein paar coole Stühle. Und dann das hier. Also das ist so eine kleine Pension. Das sieht so aus wie so eine alte Veranda, die man so ans Haus gebaut hat. Und da ist jetzt lauter altes Zeug drin. Alte Manuskripte, alte Bücher. Hier so Stempel zum Ornamente irgendwo drauf stempeln. Altes Geld, Dokumente, ein Glöckchen, ein Buch, noch ein Buch, ein paar alte Bilder. Das ist Sven übrigens. Du bist ein altes Glöckchen. Mist. Licht ist aus. Das hier kann man, glaube ich, sogar kaufen, wenn man möchte. Da hängen ab und zu mal so ein paar Preisschilder dran. Also wenn einer was braucht. Da steht, dass man 1849 ist oder so. Pistole, Messer, Uhren, noch mehr Uhren. Und dann, für die Apotheker der Familie, kann man es lesen? Gynophilus. Ich will nicht wissen, was es ist. Ich habe einen Verdacht. Ich will ihn nicht äußern. Ja, so eine alte bemalte Truhe. Noch ein paar Bilder. Da und eine schwarze Katze. Der habe ich vorhin schon guten Tag gesagt. Die ist voll nett. Im Gegensatz zu... hier ist noch ein Schrank. Wir können heute in einem Bett, benimm dich. Mit noch Dingern drin. Ich kann hier einen Dolch Hier ist ein alter Kompass, den vielleicht noch einer braucht von uns beiden die nächsten Tage. Oh, mehrere Kompasse sogar. Kompasse, ich wiederhole es. Ein, hier, das hier müsst ihr sehen. Das hier, Achtung, ich zoome ran. Ein Jaderoller. Und zwar nicht erst, seitdem es TikTok gibt. Den Schrott gab es früher auch schon. Und, weiß ich nicht, Becher, Seife, glaube ich, und so ein Kram, irgendwelche Apothekerzeug. Zirkel, eine kleine Kamera. Oh, der Zirkelkasten, Original Richter. Sowas, nur einen kleinen, hatte ich, als ich damals zur Schule gegangen bin. Das ist schon ganz schön lange her, da gab es noch nicht mal Taschenrechner, glaube ich. 1824. 1824, wurde mir gerade gesagt. Noch mehr alte Bilder. Und sowas da, den kenne ich nicht. Ah, hier, sowas haben wir gesehen. Nur in Jung. Haben wir auch gesehen, auch in Jung. Also um es kurz zu machen, das ist voll cool eingerichtet. Ich mache hier mal einen Schwenk, ich weiß gar nicht, ob das dazugehört. Also schön alte Möbel, Holzdecken, wie man sieht. Da hinten ist nochmal so eine Vitrine, Gedöns. Jo. Und völlig in der Natur. Ich glaube, hier ist ein Fluss, also Bach ist nebendran. Die Straße geht ins Nirgendwo. Ganz am Ende ist nochmal ein, wie nennt sich das, ein Wasserfall. Aber da muss man irgendwie für die Straße Durchfahrtsgebühr bezahlen oder sowas. Sind wir zu geizig zu, machen wir nicht. Außerdem fahren wir eh schon den ganzen Tag im Regen, das ist nass genug. Und ansonsten gibt es hier, ich glaube, noch 1, 2 Campingplätze. Und habe ich was vergessen? Sven? Möchtest du auch was sagen? Das ist Sven. Essen? Oh ja, ich muss aufhören, wir gehen essen. Ja, jetzt kommen noch ein paar Bilder, die wir gemacht haben, bevor wir diesen Ritt da durchs Gebirge angegangen sind. Und zwar waren wir in einer alten Salzmine. Das ist noch nicht mal die größte in Rumänien. Die ist irgendwo mehr in Zentralrumänien, allerdings sind wir da nicht vorbeigekommen. Ich glaube, der ACT fiel da vorbei. Nichtsdestotrotz haben wir uns die Zeit genommen, sind da runtergefahren. Da fährt man mit so kleinen Bussen runter. In den Bussen irgendwie gefühlt 16 Grad die Klimaanlage. Draußen waren es vorher 36. Unten drin selber sind es, ich weiß gar nicht mehr, auch plus 20 Grad oder sowas gewesen oder 18. Ja, ein Haufen Leute drin, so ein paar, die da rumgechillt haben und wegen der salzhaltigen Luft drin waren. Andere, ja, Touristen, wie wir im Prinzip wieder ein bisschen rumgelaufen sind. Es gab, wie man schon sieht, so einen kleinen Shop, so ein paar Iglos mit 360 Grad Kino drin.
Wir haben dann noch ein Cappuccino, glaube ich, getrunken, sind ein bisschen rumgelaufen. War ganz nett. Kann man sich angucken. Ich glaube, die ganze Tour hat uns vielleicht eine Stunde, 1,5, 2 gekostet. Viel mehr nicht. Ist schon beeindruckend. Also das sind riesengroße Säle, die hier reingehauen worden sind. Es gibt 2 Stück oder 3 insgesamt. Und ja, so für zwischendurch ganz nett. Ja, wen sowas interessiert, der kann natürlich auch in Deutschland sich ein altes Halsbergwerk angucken. Also es gibt, kenne mindestens so eins in Mühlhausen in Thüringen. Ähm, Finde ich fast noch beeindruckender, weil die Säle da größer sind, also von der Grundfläche her. Ja, nächsten Tag sind wir dann weitergefahren Richtung Brașov. Ja, ich will jetzt nicht sagen langweilig, aber so ungefähr, wie man jetzt gesehen hat, ein bisschen Schotter, ein bisschen Asphalt, ein bisschen Schotter. Lasse ich auch gleich im Schnelldurchlauf hier durchlaufen. Und haben dann in Brașov einen halben Tag quasi Pause gemacht. Was für mich ganz gut war, konnte ich noch ein paar Bilder machen. Die seht ihr dann gleich im Anschluss, wenn das Video hier im Schnelldurchlauf fertig ist. Das war's dann jetzt mit den Videos. Jetzt kommen vermutlich jede Menge Bilder von Brașov. Also wer keinen Bock hat, sich Fotos anzugucken, der ist jetzt hiermit fertig. Und nichtsdestotrotz wäre es natürlich cool, wenn ihr dann auch beim nächsten Teil wieder dabei seid und zuschaut. Da gibt es dann wieder wesentlich mehr Videos als Bilder. Alle anderen, ja, habt Spaß mit den Bildern aus Brașov oder auch auf Deutsch. Kronstadt war der Name, der mir nicht eingefallen ist, aber wie immer, Google hilft. Geschafft, fertig, Ende, vorbei. Das waren also die Tage 13 und 14. Nächstes Video dann entsprechend die 15 und da müssten wir dann unterwegs sein Richtung Moreni.
Ja, das wären dann wieder 110 Kilometer, 7 Stunden unterwegs. Also geländetechnisch auch wieder deutlich interessanter als das, was wir jetzt die letzten 2 Tage hatten. Das wäre, wenn es nicht so schlammig gewesen wäre, ACT-Niveau. Besser wird's nicht. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao.